heute schaue ich mir im leicht überbelichteten Bucerius Kunstforum die Ausstellung Minimal Art an. Und du? Kunst mitkommen. Die Türen öffnen sich hier automatisch. Fancy. Genau, das ist dann einmal 6 Euro. Als Studentin bezahle ich ermäßigt 6 Euro, Normalpreis ist 12 Euro. Zur Garderobe geht es die Treppe runter. Heute kein Spind, sondern ein Mensch, der meine Jacke aufhängt und mir eine Marke gibt. Dankeschön. Die Buchstaben der Beschriftung hier an der Wand sind einfach nur so draufgeklebt und das muss ich erstmal begreifen. Die Ausstellung ist im 1. Stock und bei den ganzen Treppen heute komme ich locker auf meine 27.500 Schritte. Der Handlauf hier ist einfach von unten beleuchtet. Wie fancy wollt ihr sein? Ja. Deren Stromrechnung will ich nicht haben. Und hier steht's. Minimal Art, Körper im Raum. Der Text an der Wand ist auf Deutsch geschrieben und es gibt keine englische Version. Der amerikanische Künstler Karl André wird zitiert und er sagt, seine Arbeit sei atheistisch, materialistisch und kommunistisch. Und er erklärt auch warum. Außerdem steht hier, dass die größte Errungenschaft der Minimal Art die Demokratisierung der Kunst war. Puh, Demokratisierung bedeutet doch die Abschaffung von herrschenden Autoritäten, oder? Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass Kunst komplett demokratisch ist, sondern schon noch von einigen wenigen bestimmt wird. Allein, dass hier in der Ausstellung gezeigt wird, ist ja von irgendjemandem ausgewählt worden. Weiter steht da, und ich zitiere, ohne Vorwissen soll diese, also die Kunst, für alle fühl- und erfahrbar sein. Finde ich ein guter Gedanke, aber um das hier fühlen und erfahren zu können, muss man sich auch erstmal die 6 bzw. 12 Euro Eintritt leisten können. An der Wand steht auch, dass in der Ausstellung Arbeiten von den 5 amerikanischen Minimal Artists der 1960er Jahre und von 5 europäischen Künstlerinnen der Gegenwart hängen. Hier an der Seite steht, dass es keine Wandtexte in der Ausstellung geben wird, um das Erlebnis nicht zu stören, aber es gibt einen Ausstellungsführer und mit dem QR-Code kommt man zur begleitenden App, was ich ziemlich nice und auch irgendwie papiersparend finde. Ich schnapp mir eins dieser schlauen Heftchen und folge den Pfeilen, und hier steht es auch nochmal auf Englisch drunter, zur Ausstellung. Erstmal sehe ich weiße Wände. Und dann fällt mir das hier auf. Unscheinbare und ziemlich dünne bodenfarbene Platten, die hier liegen. Das erste, was ich denke, ist, dass ich auf diesen Platten rumlaufen will, und das zweite, dass ich dafür sicherlich Ärger kriegen würde. Ich schlage mein schlaues Heft auf und hier gibt es so einen Raumplan. Diese aus 7 Stahlplatten bestehende Arbeit muss ganz schön schwer sein und sie heißt 45 Degrees Swipe und ist von dem eben an der Wand zitierten Künstler Karl André. Der begreift Skulptur als Ort. Mir fällt auf, dass einige der Platten leicht violett, bläulich und orange schimmern und spannende Oberflächen haben und außerdem reflektieren sie das Licht auf so Golden Hour-artige Weise. Wie der Name schon sagt, entsteht in einer Raumecke ein 45-Grad-Winkel zwischen Wand und Werk. Und als ich näher dran gehe, sehe ich die faszinierenden Oberflächen noch besser und auch, dass die Platten nicht mal miteinander verbunden sind, sondern nur nebeneinander liegen. Karl André selbst sagt, und ich zitiere, meine Vorstellung von einer Skulptur ist eine Straße. Die meisten meiner Arbeiten sind irgendwie Dämme und veranlassen den Betrachter, an ihnen entlang oder um sie herum oder sich auf ihnen zu bewegen. Da lag ich gar nicht so falsch mit meinem drauf rumlaufen wollen. An einer Wand hängt dieses Filzdings. Es sieht groß und schwer aus und ein bisschen wie ein aufgeknöpftes Hemd, bei dem der Kragen sich zu den Seiten hin umschlägt. Das Material kenne ich und habe sowas Ähnliches schon mal im Baumarkt gesehen, glaube ich. Als ich näher dran gehe, sehe ich, dass es dicker grauer Filz ist, der mit Metallösen an der Wand befestigt ist. Die Arbeit von Robert Morris hat keinen Namen. Sie heißt Untitled. In meinem Heftchen steht, dass hier schmutziger Industriefilz, der als Unterlage in Autowerkstätten verwendet wurde, an der Wand hängt. Durch das Material ist die Skulptur in ihrer Form nicht festgelegt. Im Heft steht auch, dass man, um die Skulptur zu begreifen, im Raum rumlaufen und um sie herumlaufen soll. Und danke für diesen Hinweis, darauf wäre ich jetzt nicht gekommen. Ich biege um eine Ecke und hier steht dieses weiße Gerüst. Es sieht für mich aus wie eine Mischung aus Spielplatz und Käfig. Und zuerst fällt mir der schöne Schattenwurf auf. Die geometrischen Formen ziehen sich in die Länge und mich erinnert das schon wieder an die langen Schatten der Golden Hour. Das Gerüst ist ein bisschen größer als ich, also knapp 2 Meter würde ich schätzen. Cube heißt die Arbeit und ist vom Künstler Sol LeWitt. Der Würfel aus weiß lackiertem Metall, in dem 27 kleinere Würfel Platz finden, ich zitiere, stellt dar, was er darstellt. Dem würde ich so zustimmen. Sol LeWitt selbst sagt, die interessanteste Eigenschaft des Kubus sei, dass er relativ uninteressant sei. Er sei die unemotionalste aller Formen. Und da stimme ich ihm ehrlicherweise nicht zu. Ich würde schon gerne mal drauf rumklettern und bin ganz schön neugierig. Aber naja, wie cool sind bitte diese Lichtflecken an der Wand. Das Orange ist so kräftig und zusammen mit dem silbernen Metall, also im Heftchen steht, es ist Edelstahl, sieht es super modern aus. In den Metallkästen ist bernsteinfarbenes Plexiglas, durch das man durchschauen kann. Und es sieht für mich so aus wie eine Mischung aus optischer Tiefentäuschung und einem Spiegelkabinett. Diese Arbeit von Donald Judd heißt Untitled, in Klammern Stack. Und seine Werke, ich zitiere,
verbinden sich so mit der Architektur und reflektieren ihr Verhältnis zum Raum sowie zum Betrachter im Raum. Ich finde, es sieht wahnsinnig cool aus. Jetzt geht's in den lila Raum. Ich fühle mich wie eine Fliedermotte, weil mich das Licht so sehr anzieht. Die Leuchtstoffröhren an der Wand erzeugen rotes, gelbes und blaues fluoreszierendes Licht, sodass es aussieht wie eine Tür oder ein Tor, durch das man hindurchgehen kann. Der Boden und die Wände spiegeln das Licht wider und es sieht so krass übernatürlich aus. Meine Handykamera ist sichtlich überfordert. Der Künstler Dan Flavin hat diese Arbeit Anfang der 70er Jahre geschaffen und sie heißt Untitled, aber in Klammern To Barnett Newman 4. Und im Heft steht, dass es eine Hommage an den gleichnamigen Künstler ist. Ich habe keine Ahnung, wer Barnett Newman ist, deshalb google ich das und sehe, dass er sehr viele, sehr rote Bilder gemalt hat, mit sehr feinen blauen und gelben Linien drauf. Durch die Leuchtstoffröhren entsteht, und ich zitiere, ein gasförmiges Bild und eine beinahe homogen erscheinende Leinwand. Aber ich bin einfach nur fasziniert von den Farben und dem Licht und der Stimmung in diesem Raum. In diesem großen Raum hier frage ich mich zuerst, ob die runden Säulen wohl für Stabilität sind oder zur ästhetischen Raumtrennung. Sie sind halt einfach sehr groß und sehr massiv und irgendwie erzeugen sie einen gefühlten Raum in der Mitte des Raumes, in dem diese große rot-gelbe Arbeit steht. Erst als ich näher komme, sehe ich die linke blaue Wand. Und jetzt muss ich an die rumänische Flagge denken. Ich laufe drum herum, schaue mir die massiven metallischen Seitenwände an und finde die ziemlich unspektakulär, um ehrlich zu sein, außer dass ich mich darin spiegel. Die Arbeit heißt Ort. Blau, Gelb, Rot, Rot und ist vom deutschen Künstler Imi Knöbel, der sich, wie auch Dan Flavin, auf Barnett Newman bezieht, dessen Gemäldeserie den Titel trägt Who's Afraid of Red, Yellow and Blue? Imi Knöbel ist offenbar nicht afraid. Auch von Imi Knöbel sind diese beiden großen Arbeiten an der Wand. Das weiße links heißt Menninge-Bild, B1, und das dunkle rechts heißt Braunes Kreuz. Beide Arbeiten sind Acryl auf Holz. Mich zieht es zu dem braunen Kreuz. Die Oberfläche zeigt große Pinselstriche und ich mag, wie matt das Licht reflektiert wird. In meinem schlauen Heft steht, dass das schwarze Quadrat vom russischen Künstler Kasimir Malewitsch eine der Inspirationsquellen für Imi Knöbels Kunst war. Schön finde ich auch, dass man an der Seite Farbspritzer sieht. Das macht die überdimensionale Arbeit für mich irgendwie nahbarer. An dieser Stelle eine Triggerwarnung für Blitzlicht oder flackerndes Licht. Dieser Kubus kommt mir irgendwie bekannt vor. Die abwechselnd flackernden Lichter machen diese Arbeit definitiv ganz schön aufregend für die Augen. Und tatsächlich ist es eine, ich zitiere, Reminiszenz an Sol LeWitts Cube. Und auch Dan Flavins Neonröhren haben ihren inspirierenden Anteil. Dieses Werk heißt Changing Neon Sculpture und ist vom dänischen Künstler Jeppe Hein. Und ist, ich zitiere, nicht nur eine Hommage an die Altmeister der Minimal Art. Alles hier ist verkabelt und weil meine Handykamera mit ihrer Framerate kämpft, flackert es hier, obwohl das Licht in echt ein schönes, kühles Weiß ausstrahlt. Super spannend finde ich den interaktiven Aspekt dieser Arbeit. Die wechselnde Beleuchtung erstarrt, sobald sich Betrachtende nähern. Ich glaube, das funktioniert mit einem Bewegungssensor oder so. Im Heftchen steht, die Präsenz des Menschen im Raum führt zur Unterbrechung des randomisierten Wandlungsprozesses. And I think that's beautiful. Eine sehr freundliche Aufsichtsperson empfiehlt mir noch ein Stockwerk nach oben zu gehen, weil dort wohl eine ganz besondere Arbeit steht. Also bewege ich mich durch die sich wie von Zauberhand oder dem Hexenwerk der Elektrizität öffnende und viel zu schnell wieder schließende Tür und gehe noch in den Lichthof nach oben. Allein für diese Aussicht auf das Rathaus und die Mönckebergstraße unter mir haben sich die Treppen jetzt schon gelohnt. Und durch die gläserne Architektur sehe ich den Eingang. Da habe ich die Ausstellung betreten und hier geht's nachher die Treppe runter. Leider konnte ich im ganzen Gebäude keine einzige Toilette finden, es gibt überhaupt keine Kennzeichnung dafür. Cyril, wir brauchen mehr Schilder. Liebe Grüße an Cold Mirror an dieser Stelle. Hier werden Spenden für die Kulturschaffenden in der Ukraine gesammelt. Anlass dafür ist die momentan politische Situation. Hier oben wird die Arbeit Der evolutionäre Optimismus vom ukrainisch-russischen Künstler Aljoscha ausgestellt. Und als ich reinkomme, sehe ich, wovon die Aufsichtsperson so begeistert gesprochen hat. In Schwarz, Rot und Pink liegt, steht und schwebt diese Arbeit hier. Und ihre Oberfläche ist so wahnsinnig verlockend. Es sieht stachelig aus, aber wie Silikonstacheln, die ganz leicht biegen. Ein bisschen habe ich auch Venom-Vibes. Diese transparenten Röhren hier sehen aus wie Zauberpflanzen mit Kelchen für mich. Und hier kann man sehen, wie dünn das Material an einigen Stellen ist. So dünn, dass man sogar das Licht hindurchscheinen sieht. Auf der Website des Kunstforums steht, und ich zitiere, der Werktitel lässt sich auch auf die Hoffnung einer friedvollen Lösung des Konfliktes in der Ukraine übertragen.
Ich halte mich für schlau, als ich den Fahrstuhl nehme, um keine 3 Stockwerke Treppen laufen zu müssen, und dann komme ich ganz schlau unten in der Fußgängerzone an, außerhalb des Gebäudes, um dann ganz schlau wieder durch den Vordereingang reingehen zu müssen. Ein letztes Mal folge ich dem fancy beleuchteten Handlauf der Treppe zur Garderobe. Und normalerweise gebe ich Fremden meine Nummer nicht, aber dieser Mensch hat so gut auf meine Jacke aufgepasst, dass ich eine Ausnahme mache. Dan Flavins Arbeit hat mich so beeindruckt, und auch wenn ich weiß, dass ihre Schönheit niemals auf ein DIN A6-Papierchen passen wird, gebe ich die 1,50 gerne aus. Jetzt muss ich erstmal durchatmen und ein kleines bisschen drauf klarkommen. Ich komme gerade aus der Ausstellung und ich muss sagen, ich hatte definitiv Vorurteile gegenüber Minimal Art, dass es irgendwie ziemlich unspannend wird und unspektakulär, aber gerade die Lichtinstallationen waren ziemlich stimmungsvoll und gefühlvoll. Beim ersten Mal habe ich viele Sachen gar nicht so richtig gesehen. Ich mochte tatsächlich richtig gerne, dass es so dezent war. Beziehungsweise dezent waren die Sachen nicht, aber sie waren halt groß, oftmals und sehr greifbar. Und das fand ich irgendwie schön. Ich fand es erfrischend, weil es mich sehr auch an die Drift-Ausstellung erinnert hat. Dass eine Sache im Raum ist und dann genug Platz bekommt, um zu atmen und um zu wirken. Anders als in vielen Museen, wo ich das Gefühl habe, so ein bisschen erschlagen zu werden von der Kunst, die da ist, hatte ich das Gefühl hier, dass ich richtig atmen konnte. Ich hätte nicht gedacht, dass es mir so gut gefällt. Einfach weil Minimal Art oftmals in meinen Augen langweilig war bisher und Minimal Art einfach auch oftmals nicht so viel hermacht. Und auch wenn mich einige Sachen vielleicht nicht so abgeholt haben, aber das ist nun mal die Sache bei Kunst, fand ich die Sache mit dem Licht sehr, sehr stimmungsvoll. Und ich habe eine Postkarte davon gekauft, aber da wirkt es halt lange nicht so gut wie in echt. Ich finde es richtig gut, dass ich dafür entschieden wurde, nur in Anführungszeichen 17 Ausstellungsstücke zu nehmen, weil dadurch kann ich mich zum Beispiel viel besser auf jedes einzelne konzentrieren. Und auch da erinnert es mich wieder an Drift, weil die Drift-Ausstellung auch sehr reduziert war in der Anzahl der Ausstellungsstücke, aber dafür haben die umso besser gewirkt. Und ich finde das Gebäude richtig angenehm. Irgendwie nicht zu groß und nicht zu klein und sehr schön eingerichtet. Die Mitarbeitenden sind so zuvorkommend. Der eine Aufseher hat mich sogar gefragt, ob ich ein Foto machen möchte und hat dann eins von mir gemacht. Die Ausstellung war wirklich schön. Geht ins Bucerius Kunstforum und schaut euch die Ausstellung Minimal Art an. Es war großartig. Ich freue mich schon aufs nächste Mal, wenn du wieder dabei bist.